Sie war die Schwester von Sissi, doch während ihre Schwester als Kaiserin berühmt wurde, war Mathildes Leben von einer unglücklichen Ehe und schweren Verlusten geprägt. Und doch gab es etwas, das sie ihr Leben lang begleitete, die enge Verbindung zu ihrer Familie. Das ist die Geschichte von Mathilde in Bayern, die ihr Glück immer wieder verlor und dennoch nie aufhörte, daran zu glauben. Am 30. September 1843 wird Mathilde auf Schloss Possenhofen geboren. Sie ist das 7. Kind von Herzog Max in Bayern und Herzogin Ludovica. Ihre Kindheit verbringen sie gemeinsam mit ihren Geschwistern am Ufer des Starnberger Sees. Anders als an vielen europäischen Höfen wachsen die Kinder vergleichsweise frei auf. Sie schwimmen im See, unternehmen Ausritte und verbringen einen Großteil ihrer Zeit in der Natur. Zum Familienidyll gehören Ponys, Hunde, Katzen und sogar zahme Rehe. Weil Mathilde zierlich gebaut ist und eine ungewöhnlich helle Stimme hat, erhält sie schon früh ihren Spitznamen Spatz, ein Name, der sie ihr ganzes Leben begleiten wird. Besonders eng ist ihr Verhältnis zu ihren Schwestern. Vor allem mit Marie-Sophie verbindet sie eine tiefe Freundschaft, die bis an ihr Lebensende bestehen bleibt. Auch mit ihrer Schwester Elisabeth teilt Mathilde viele Erinnerungen an diese unbeschwerten Jahre in Possenhofen. Während Vater Max seinen Kindern möglichst viele Freiheiten lässt, achtet Herzogin Ludovica darauf, dass ihre Töchter eine gute Ausbildung erhalten. Sprachen, Musik und Tanz stehen regelmäßig auf dem Stundenplan. Für Mathilde sind es dennoch glückliche Jahre. Gemeinsam mit ihren Geschwistern genießt sie die unbeschwerte Zeit in Possenhofen. Noch ahnt niemand, welche Schicksalsschläge viele von ihnen eines Tages treffen werden. Mathilde wird ihre Hoffnung auf eine glückliche Ehe verlieren. Sie wird ihr einziges Kind zu ihrem größten Glück machen und eines Tages muss sie den schwersten Verlust erleben, den eine Mutter treffen kann. Von all ihren Geschwistern steht Mathilde Marie-Sophie am nächsten. Doch Anfang der 1860er Jahre leben die beiden weit voneinander entfernt. Marie-Sophie ist inzwischen mit König Franz von Neapel verheiratet und lebt in Rom. Das Leben dort hat sie sich anders vorgestellt. Sie denkt oft an ihre Familie, ihre Heimat und an die unbeschwerten Tage in Possenhofen zurück. Vor allem aber fehlt ihr ihre Schwester. Schließlich kommt ihr eine Idee. Wenn Mathilde nach Rom käme, wäre sie nicht länger allein. Als für die junge Herzogin nach einem passenden Ehemann gesucht wird, richtet sich der Blick deshalb auf Luigi von Trani, den jüngeren Bruder von Maries Ehemann. Eine Heirat würde die beiden Schwestern wieder zusammenführen. Marie setzt alle Hebel in Bewegung und wirbt bei ihrer Familie für die Verbindung. Vielleicht hofft sie dabei nicht nur auf eine gute Partie für Mathilde, vielleicht wünscht sie sich einfach ihre Schwester zurück. Für Mathilde beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Ohne es zu ahnen, steht sie vor einer Entscheidung, die ihr gesamtes weiteres Leben verändern wird. Im Mai 1861 reist Luigi von Trani an den Starnberger See, um Mathilde kennenzulernen. Für die 17-jährige Herzogstochter ist es die erste Begegnung mit dem Mann, den sie möglicherweise heiraten soll. Doch die anfängliche Unsicherheit verfliegt schnell. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander. Sie unterhalten sich, lachen und verstehen sich überraschend gut. Aus dem höfischen Kennenlernen wird innerhalb weniger Tage eine echte Sympathie.
Für Mathilde scheint alles vielversprechend. Luigi wirkt freundlich, aufmerksam und unkompliziert. Nichts deutet darauf hin, welche Schwierigkeiten die Zukunft bereithalten wird. Schon nach kurzer Zeit steht die Entscheidung fest. Am 5. Juni 1861 heiratet Mathilde in München. Mit nur 17 Jahren folgt sie ihren Ehemann nach Rom. Für die junge Herzogin beginnt ein völlig neues Leben und vielleicht glaubt sie in diesem Moment tatsächlich, dass sie glücklicher werden könnte als manche ihrer Schwestern. In Rom sind die beiden Schwestern endlich wieder vereint. Nach Jahren der Trennung können sie wieder Zeit miteinander verbringen. Für Marie-Sophie erfüllt sich damit ein großer Wunsch. Die Schwestern genießen die gemeinsame Zeit und erinnern sich oft an ihre unbeschwerten Jahre am Starnberger See. Doch während ihre Verbundenheit immer stärker wird, zeigen sich schon bald die ersten Schattenseiten ihres neuen Lebens. Marie-Sophies Ehe entwickelt sich anders als erhofft. Die junge Königin fühlt sich oft einsam und enttäuscht. Auch Mathilde muss erkennen, dass ihr Ehemann nicht der Mann ist, für den sie ihn gehalten hat. Je mehr Zeit vergeht, desto deutlicher zeigen sich die Probleme. Beide hatten gehofft, in ihrem neuen Leben Glück zu finden. Stattdessen werden sie immer häufiger enttäuscht. Gerade in dieser Zeit werden die Schwestern füreinander besonders wichtig. Sie sprechen über Sorgen, ihre Hoffnungen und die Herausforderungen des Lebens. Aus den unbeschwerten Mädchen von Possenhofen sind junge Frauen geworden, die mit ganz ähnlichen Problemen kämpfen. Und gerade deshalb werden sie füreinander zum wichtigsten Halt. In dieser schwierigen Zeit nimmt Mathildes Leben eine unerwartete Wendung. Während ihrer Jahre in Rom beginnt sie eine Beziehung zu einem spanischen Diplomaten. Aus dieser Verbindung geht eine Tochter hervor. Das Mädchen wird 1864 geboren und erhält den Namen Maria. Doch das Kind wächst nicht bei seiner Mutter auf. Schon kurz nach der Geburt wird Maria weit entfernt von Rom in die Obhut der Familie ihres Vaters gegeben. Über ihr späteres Verhältnis ist nur wenig bekannt. Vieles spricht dafür, dass Mutter und Tochter kaum Kontakt hatten. Wie schwer dieser Abschied für Mathilde gewesen sein mag, lässt sich heute kaum sagen. Doch die Vorstellung, das eigene Kind nicht aufwachsen zu sehen, muss schmerzhaft gewesen sein. Am 15. Januar 1867 kommt Mathildes eheliche Tochter zur Welt. Das Mädchen erhält den Namen Maria Theresia, doch in der Familie nennt sie fast jeder nur Maddie. Nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre schenkt die Geburt von Maddie Mathilde neuen Halt. Ihre Tochter wird schon bald zum Mittelpunkt ihres Lebens. Aus den oberen Stockwerken sind Kinderstimmen zu hören. Maddie läuft durch die Räume, während ihre Mutter ihr folgt. Gemeinsam verbringen sie den Vormittag, lesen, spielen und unternehmen Spaziergänge. Für Mathilde gehören diese Stunden zu den glücklichsten Momenten ihres Lebens. Zwischen Mutter und Tochter entsteht eine enge Bindung. Maddie wird für Mathilde zu dem, was sie nach vielen Enttäuschungen am dringendsten braucht: ein Stück Familienglück. Doch ihre Ehe wird dadurch nicht gerettet. Aus dem jungen Mann, mit dem sie einst in Possenhofen gelacht hatte, war längst ein Fremder geworden. Schon seit Jahren entfernen sich die Eheleute immer mehr voneinander. Ludwig trinkt viel und hat zahlreiche Affären. Was so hoffnungsvoll begonnen hatte, entwickelt sich nach und nach zu einer Enttäuschung. Schließlich verbringen die Eheleute immer mehr Zeit getrennt voneinander. Während Ludwig seinen eigenen Weg geht, sucht Mathilde Abstand von einem Leben, das sie unglücklich macht. Sie reist viel und hält sich in Bayern, Baden-Baden und im Süden Frankreichs auf.
In mancher Hinsicht ähnelt Mathilde ihrer Schwester Sissi. Während diese vor den Zwängen des Wiener Hofes flieht, versucht Mathilde einer Ehe zu entkommen, die ihr nicht das Glück gebracht hat, auf das sie einst gehofft hatte. Als Ludwig 1886 stirbt, haben sich die beiden längst auseinandergelebt. Mathilde heiratet nie wieder. Wenn vieles im Leben schwierig wird, bleibt Mathilde eines erhalten: ihre Familie. Vor allem die Verbindung zu ihren Schwestern Marie-Sophie und Elisabeth hält ein Leben lang. Immer wieder treffen sich die drei Frauen. Sie schreiben einander Briefe, verbringen Zeit miteinander und sprechen über die Ereignisse, die ihr Leben geprägt haben. Dabei trägt jede von ihnen ihre eigenen Sorgen mit sich. Sissi leidet unter den Zwängen des Kaiserhofes und dem Verlust ihres Sohnes Rudolf. Marie-Sophie erlebt den Untergang ihres Königreichs und viele persönliche Enttäuschungen. Was sie verbindet, sind die Erinnerungen an Possenhofen, an die Sommer am Starnberger See, an eine Zeit, in der das ganze Leben noch vor ihnen lag. Dies zeigt eine kleine Anekdote. Als Ludovica ihrer Tochter Elisabeth einmal ihre Ankunft ankündigt und schreibt, sie komme mit Gackel und Spatz, versteht ein Postbeamter die Spitznamen wörtlich. Statt Verwandte erwartet das Hotel 2 Vögel und schickt sogar Käfige zum Bahnhof. Die Schwestern müssen herzlich darüber gelacht haben. Für Mathilde sind solche Stunden vielleicht besonders kostbar, denn sie weiß, wie schnell sich das Leben verändern kann. Die letzten Jahre bringen für Mathilde viele Verluste. 1898 wird ihre Schwester Sissi in Genf ermordet. Die Nachricht erschüttert die Familie. Doch zunächst gibt es auch glückliche Momente. Ihre Tochter Maddie heiratet später Fürst Wilhelm von Hohenzollern-Sigmaringen. Die Ehe gilt als glücklich und aus ihr gehen 3 Kinder hervor. Zum ersten Mal erlebt Mathilde nun auch das Glück, Großmutter zu werden. Doch das Leben meint es nicht gut mit ihr. Schon in vergleichsweise jungen Jahren verschlechtert sich Maddies Gesundheit. Mathilde weicht ihrer Tochter kaum von der Seite. Am 1. März 1909 stirbt Maddie im Alter von nur 42 Jahren. Über mehr als 4 Jahrzehnte war Maddie der wichtigste Mensch in ihrem Leben gewesen. Nach den Enttäuschungen ihrer Ehe hat sie ihr Halt gegeben, Freude geschenkt und das Familienglück gebracht, nach dem sie sich so lange gesehnt hatte. Maddie hinterlässt 3 Kinder. Ihre Tochter Augusta Victoria wird später Königin von Portugal. Die beiden Söhne, Friedrich Viktor und Franz Josef, gründen eigene Familien und führen die Linie weiter. Nach diesem schweren Verlust bleibt Mathilde vor allem eine enge Vertraute, Marie-Sophie. Die beiden Schwestern verbringen ihre letzten Lebensjahre oft miteinander. Nach dem Ende der Monarchien kehren sie schließlich nach München zurück. Die unbeschwerten Tage von Possenhofen liegen längst hinter ihnen. Aus Königinnen, Prinzessinnen und Herzoginnen sind alte Frauen geworden, die auf ein bewegtes Leben zurückblicken. 1925 stirbt Marie-Sophie. Für Mathilde ist es der Abschied von der letzten Schwester, die sie seit den Tagen von Possenhofen begleitet hat. Nur wenige Monate später folgt sie ihr. Mathilde wurde keine berühmte Kaiserin und keine große Königin. Ihr Name steht bis heute im Schatten ihrer Schwester Sissi. Doch hinter diesem Namen verbirgt sich das Leben einer Frau, die viele Enttäuschungen und Verluste erleben musste, die ihr Glück immer wieder verlor und dennoch nie aufhörte, daran zu glauben.